Willkommen zur 32. Giant Hunt auf Burodeng. Letztes Mal absolute Katastrophe, ein Powder ist 12 und ein Setai gedroppt, Spoiler by the way. Und ja, wir hoffen, dass wir das heute gerade rücken können mit vielen Orikalkum und gerne auch Herneswaffen, alles möglich. Ich nehme eigentlich alles. Gebt mir einfach irgendwas. Bitte. Unser erster Giant Naga. Kommt er mit einem Drop oder kommt er mit einem Drop in the house, baby? Kein Drop. Ich musste jetzt zweimal Channel wechseln für unseren ersten und bisher einzigen Giant Kingstar. Es scheint gut was los zu sein hier. In the city. Ja, vielleicht wird das heute doch nichts mit dem Farmen. Komplette erste Runde, also Channel 1 bis Channel 4 durch. Und ich habe nur einen einzigen, 3 Giants gekillt. Nicht mal von jedem Giant einen einzigen. Also, Gut, jetzt haben wir ein Orikalkum gedroppt. Das ändert die Situation schon mal schlagartig. Jetzt haben wir zumindest schon mal, ich meine, in 4 Giants ein Ori ist geisteskrank. Also das ist schon mal gut. Und dann auch noch von Giant Kings. Da ist ja letztes Mal und dieses Mal was gedroppt. Damn. Droprate von Giant Kings, das ist einfach unbeatable. Aber ja, wie gesagt, also das Ding ist, ich glaube, dass ich wirklich so 10 Minuten versetzt hinter einem hinterhergeflogen bin, gefühlt. Weil 2 Channel halt auch wirklich komplett leer waren. Was schon echt ungewöhnlich ist. Selbst wenn Konkurrenz da ist, du kannst ja nicht verhindern, dass die Viecher respawnen. Und außer du campst jetzt wirklich nur 2 Giants ab, also so ähnlich wie ich das mache. Aber nur 2 Giants ist zu wenig. Also da hast du irgendwann das Problem, dass da einfach nichts mehr respawnt. Und ja, also keine Ahnung, es muss wirklich irgendwie timingmäßig, ich meine, Timing ist immer grottenschlecht bei sowas. Also andere Leute haben immer das perfekte Timing gefühlt, um mir dazwischen zu grätschen. Aber wenn ich bei anderen Leuten reingrätsche, das funktioniert meistens überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Ja, es sieht nicht gut aus. Es wird auch nicht besser. Eieiei. Ich schaff's gerade so in diesen letzten Sekunden der Pie-Skills überhaupt noch einen Giant zu finden. Muss also bald besser werden, sonst ja, ist wohl Feierabend. Schade, und das, obwohl es so gut angefangen hat. Aber vielleicht war das schon das Zeichen, dass heute irgendwas schief gehen wird oder dass heute nicht der Tag ist, dass der Tag heute nicht bestimmt dafür ist. Weil so früh kommt wirklich selten ein Drop. Also ich bin jetzt 3 Mal hintereinander mit der Konkurrenz zusammengestoßen beim Suchen. Und ja, was soll ich sagen? Also es ist einfach zu viel los, literally. Und der FEC-Server ist tatsächlich noch nicht beendet. Also morgen ist tatsächlich der Transfer, besser gesagt in ein paar Stunden. Ja, und ich meine, brauchen wir gar nicht drüber reden. Also es ist jetzt schon echt viel zu viel los. Das ist wahrscheinlich, weil jeder nochmal die letzte Gelegenheit nutzen wollte, bevor die Masse an Spielern zurück ist. Ich werde jetzt zu den Dorians gehen, aber ich schätze mal, da wird auch kein einziger da sein. Und ja, ist verständlich, aber ist auch echt nervig, weil Giants hunten, also ganz ehrlich, selbst wenn ich komplett alleine bin, was gar nicht mal so oft der Fall war, aber ein paar Mal war es der Fall, selbst dann, also ich meine, klar, wenn du dann endlich mal eine Herneswaffe droppst und das ist eine der besten, ich meine, das wiegt literally über 100 Stunden Aufwand auf. Also das kann auch wirklich lange dauern und das lohnt sich dann immer noch, wenn es halt eine gute Waffe ist. Wenn es halt kein wirkliches Glück hast und es ist eine schlechte Waffe oder du droppst einfach literally gar nichts, kann ja auch möglich sein, sieht man ja, bei Hunderten oder sogar über 1000 oder 2000 Giants pro Waffe. Ist ja alles möglich, theoretisch. Und bei den Wahrscheinlichkeiten, weiß nicht, ob ihr die kennt, die sind, also gut, die Wahrscheinlichkeit genau kennt man ja gar nicht, aber die Drop-Ranges, in der wir uns hier bewegen, die sind geistesgestört niedrig, also da kann wirklich alles passieren. Und das ist leider der Violet immer nur. Ich weiß nicht, ob ich den herausfordern sollte. Wahrscheinlich eher nicht. Wenn mir gar keine andere Option mehr bleibt, mache ich den Violet. Bruh. Und ja, es ist echt knifflig, aber das hat mich beim Giant Hunten eigentlich schon immer so gestört. Also auch damals ganz am Anfang mit AG-Stick, wo alles so verrückt auf AG-Giants waren wegen AG-Stick, wo AG-Stick 5000 F-Coin gekostet hat, gefühlt eine halbe Ewigkeit lang oder so. Ich meine, ich war da nie wirklich heiß drauf. Hauptsächlich halt aus dem Grund, naja, ich meine, ja, ist schon nicht schlecht, wenn du was droppst und so pipapo und du musst einfach nur rumfliegen, in Anführungszeichen. Und die meiste Arbeit ist das Giants suchen, also sofern du sie halt töten kannst, ist die Hauptarbeit das Suchen.
Ja, aber wenn du halt nichts findest, dann machst du dir halt viel Arbeit, viel Zeit halt vor allem. Also Arbeit ist es ja nicht, aber es ist ja Zeit. Wo sind jetzt meine Leecher abgeblieben? Oh, die sind alle am Stein hängen geblieben. Bruh, nicht dein Ernst. Jetzt muss ich mit allen neu folgen. Ja, es ist schon wirklich sehr nervig. Und, also das hier ist vor allem extrem nervig. Das ist auch noch nicht oft passiert. Und, was darf ich schon mit Konfliktkonkurrenz entgegen? Das war nur mein eigener Char. Ja, und da fragt man sich halt jedes Mal, wenn es halt nicht so gut läuft, jedes Mal so wie jetzt gerade zum Beispiel, fragst du dich halt dann sofort, oh, lohnt sich das wirklich? Was mache ich hier eigentlich? Ich fliege jetzt hier rum und mache eigentlich gar nichts. Ich könnte leveln, ich könnte Dungeons machen oder sonst was. Und das ist halt immer das Problem. Und deswegen ist es halt echt schwierig, weil du ja automatisch, wenn du farmst und andere Leute auch, dann jeder Giant, den du tötest, schnappst du ja sozusagen jemandem weg. Also nicht, dass irgendjemand einen Anspruch darauf hat, hat keiner. Aber trotzdem ist es ja so in der Praxis. Und man schnappt sich das halt gegenseitig weg und des einen, ja, Beute ist halt quasi des anderen, was er nicht findet. Und wie man sieht, Giant Dorian scheint nicht da zu sein. Ich war jetzt eigentlich gefühlt überall. Ich meine, der ist ein bisschen knifflig, der Giant Dorian. Das Gebiet ist einfach random und er kann wirklich fast überall spawnen. Also er hat überall irgendwo mindestens 1, 2 Spawnpunkte. Also ich habe ihn auch schon ein paar Mal leicht übersehen. Aber ich glaube, der wurde halt einfach gekillt. Genau wie alle anderen Giants. Und weil es so schlecht läuft wie noch niemals zuvor, so viele andere Teams unterwegs und ich finde keinen einzigen Giant, weder Giant Dorian noch sonst irgendwas. Da muss ich nochmal dodgen. Dachte ich mir, naja komm, dann töte ich jetzt endlich den Violet Kraken, hat auch gezählt, yes. Hätte theoretisch auch der Ringmaster, ich hätte auch nicht aufhören müssen, aber naja. Also unwahrscheinlich, dass der Ringmaster den Lasted bekommt, sehr unwahrscheinlich, aber hätte eigentlich wirklich aufhören sollen. Ja, dachte ich mir, mache ich das jetzt endlich mal, weil das musste ich heute machen. Ich hätte es vielleicht vergessen, ja, weil heute wirklich der letzte Tag ist. Aber so habe ich jetzt quasi dran denken müssen. Und Fun Story, der Violet Kraken war auf 2 Channeln nicht da. Also sogar Kraken werden heute getötet, wo ich von ausgehe, dass das eigentlich fast nie der Fall ist. Also ich weiß es nicht, kann schon sein, dass die ab und zu getötet werden. Aber ich denke mal doch eher selten. Aber ja, heute ist Full House. Beim Rückflug war dann plötzlich Giant Dorian am Start. Ich werde euch gleich trotzdem schnell zu den Lowbobs gucken. Könnte ja sein, dass die zwischenzeitlich sich gegenseitig die Köpfe so sehr eingeschlagen haben, dass einer nach Hause gegangen ist, aka aufgehört hat. Man weiß nie. Mal kurz abchecken. Aber ja, heute ist... Also so schlimm war es tatsächlich noch nie. Noch nie. Never. Unsere Gebete wurden erhört und mit schlimm meinte ich, by the way, weil ich habe gerade gemerkt, es hört sich so an, als hätten wir nichts gedroppt. Also ich rede natürlich von der Konkurrenz. Also was kann man schon droppen, wenn man einen Giant tötet, gefühlt pro Stunde? Nicht viel. Wobei wir haben schon Ori. Wisst ihr, was ich auch noch nie gesehen habe, war ein Instant Respawn bei Naga. Ich meine, es ist halt auch ein bisschen schwieriger, weil die Naga-Spawns sind halt alle irgendwie so langgezogen. Da kannst du jetzt nicht einfach so schnell gucken. Beim Kingstar ist es eher so rund. Das heißt, selbst wenn du einfach nur zum nächsten Giant fliegen willst, stolperst du fast schon drüber, wenn er wirklich instant respawnt. Außer er spawnt halt auf der anderen Seite und du fliegst in die entgegengesetzte Richtung sozusagen. Dann nicht, aber einfach nur auch so ein kleiner Fun-Fact. Also ich hatte noch nie einen Instant Respawn Naga, aber schon 3 oder 4 Mal Kingstar. Gut. Wir haben ja quasi schon einen Lauf, 2 Giants auf einem Channel. Das ist ja schon ein Highlight des heutigen Abends. Leider ohne Drop. Achso, wir hatten schon 2 Drops, ne? Wir hatten Ori und Nyx Pro sogar. Ist so lächerlich, ne? Wenn du keine Giants findest, ihr willst halt über einer Stunde schon am Giant suchen. Also gut, effektiv nicht. Ich meine, ein Großteil der Zeit war tatsächlich Violet Kraken töten. Aber gut, den muss ich tatsächlich auch erstmal suchen. Ja, dann kriegst du 2 Drops, ne? Aber wirklich... Was zum Teufel? Was? Guardian Stick plus... Was? Okay, der Upgrade einfach Guardian Stick plus 10. Money Waste Gang, sein Urgroßvater. 3 Giants auf dem gleichen Channel. OMG. Man kann das ja schon fast Farmen nennen, was wir hier machen. Es ist fast Farmen. Oh mein Gott. Crazy. Der war zwar nicht auf dem gleichen Channel, aber immerhin nur einmal umloggen. Das ist ja schon ein Geschenk des Himmels. Und weiter geht's. Giant Kingstar. Jetzt sind wir wieder zurück in unserem Element, I guess. Leider auch noch 582 Partypunkte, die es zu verbraten gilt. Und noch eine Menge Drops zu chasen. Giant Schlangen, Dingenskirchen.
droppt nix. Ein weiterer Giant von den Schlänglis. Ohne Drop. Giant Kingster, Konkurrenz gesichtet. Der Konkurrenzkampf ist also immer noch nicht vorbei. Weiter geht's. Ein Giant Naga. Könnte sein, dass heute das erste Mal wird, dass ich meine Party nicht leer farme. Und noch ein Naga, genau an der gleichen Stelle. Das muss doch Glück bringen. Bring uns Glück. Bitte etwas Glück. Oder ein Orikalkum. No. Wir wurden mit der Anwesenheit eines Violets gebläst. Ein gigantischer Schlangenkörper windet sich vor meinem Ranger. Und hat er Drops? Hat er Drops? Nicht dein Ernst, oder? Die Suit habe ich sogar schon mal gedroppt, Alter. Giant Kingster. Hast du oder hast du keinen Drop? Hey, da. Violette Schlange. Scusi. Violet Kingster. Trash Star trifft's wohl eher. Drückt bei den Dorians, weil bei den anderen Lowbobs nichts mehr da war. Und ich habe auch gerade einen Channel abgegrast, Dorian, ohne Giant. Oh, richtig unlucky mit den Party-Skills, ey. Wieder wegen 3 Sekunden oder so. Unglaublich. Leider wieder nicht geklappt mit den Party-Skills. Giant Dorian Nummer 3. Mal gucken, ob der 4. jetzt da ist oder ob er immer noch tot ist. Okay, ich habe ihn gefunden, aber es ging sich jetzt wieder nicht aus mit den Party-Skills. Aber es ist eh schon viel zu spät, von dem her scheiß drauf. Hauptsache, wir haben den 4. noch gefunden. Und er droppt nichts. Zurück bei den Lowbobs mit einer Schlange. Ohne Drops. Und noch so ein Kandidat. Am Start. Ohne Drop-Salat. Und die Konkurrenz ist einfach immer noch am Start. Damn. Damit habe ich nicht gerechnet. Giant Kingster. Also ich glaube, ich habe noch nie in 3 Stunden so wenige Giants gekillt. Wir haben gerade mal die 30er-Marke geknackt. Das ist halt echt wasted time des Todes. Und ein Violet. Welch seltener Anblick. Genau wie die nicht vorhandenen Drops. Wobei, die sehen wir die ganze Zeit, nevermind. Damn. Giant Kingster, my boy. Looking good today, sir. Mist. Noch ein Violet. Auch einer mit Drops. No. Und ein Giant Mr. King. Mr. Mrs. Whatever. Oh shit. Irgendwie ist mein Damage heute ganz schön scheiße. Ich weiß auch nicht warum. Und noch ein Violet. Naga. Die waren beide auf Channel 4. Und sie hatten nicht beide keinen Drop. Nur einer hatte keinen Drop. Noch ein Giant. Auf dem Channel waren zum ersten Mal seit Ewigkeiten alle 4. Und ich habe alle 4 bekommen. Ohne Drops. Bis auf das X-Bro. Zählt aber nicht. Das ist ein großer Drop. Giant Kingster. Nothing. Und Violet Kingster. Könnte sein, seit unserem letzten Aufeinandertreffen habe ich sie nicht mehr gesehen. Und gefühlt finde ich seitdem mehr Giants. Also könnte sein, dass die Konkurrenz auch gedacht hat, boah, kann ja nicht sein, dass da immer noch einer farmt. Und vielleicht haben die aufgehört. Aber vielleicht bilde ich mir das auch einfach noch ein und wir haben einfach noch Glück mit den Respawns. Probably. Ein bisschen was von beiden. Noch ein Violet. Violet Respawn Time, Baby. Und nix. Giant Kingster. Oder auch riesiger Kingster. Riesiger, ich droppe jetzt eine Herrneswaffe, Kingster. Hey du. Giant Nagissimo. Ich hoffe, das heißt nichts Schlimmes. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Eieiei. Giant Schlange.
hat einen, kein oder 5 Drops für uns. Oh, imagine, Alter, du tötest einen Giant of Coral und einfach 5 Drops. Da könnte halt wirklich alles kommen. Höchstwahrscheinlich 3 Set-Teile, ein Ori und ein PD10. Giant Hummer. No Drops. Violet Hummer. Komm schon, Baby Girl. Gib uns einen Drop. Dankeschön. Hätte zwar was Besseres werden können, aber trotzdem danke. Und der braune Kollege hat nichts. Und ein weiterer Giant Naga. Vielleicht mit der eine Drop, Le Drop? No. Giant Kingster. Wir nähern uns dem Ende und auch den 50er-Bereich zu. Ja, wir sind bei 49. Uff. Natürlich, genau wo ich wegschaue, kommt der Skill. Noch ein Violet the Kingster mit deine Drop, bitte. Komm schon, gib uns noch ein S-Product, X-Product, whatever. Komm schon. Und der letzte Violet. In der letzten Session dann quasi alle mitgenommen. Und damit auch kein weiteres X-Product mehr für uns. Und wir sind fast fertig. Noch eine Giant Naga. Oh, Link Attack ist abgelaufen, wollte schon sagen. Irgendwie stimmt da doch fast was nicht. Ne, ich schätze mal noch einen Giant danach. Und unser letzter Giant. Giant Naga auf Channel 4. Ohne Drop. Ja, und damit war es das auch mit dem Farmen, mit dem Giant Farmen auf Borodeng. Wahrscheinlich erstmal. Ja, nach dem FEC-Server erstmal gucken, wie es so läuft, wie es weitergeht. Was ich mir halt wirklich vorstellen kann, ist, dass ich immer dann, wenn ich eine Party eh schon am Start habe, dass ich dann immer nochmal einen Abstecher hierher mache und einzelne Giants kille, aber halt dann quasi immer nur so, also jeden Channel einmal durchgucken zum Beispiel, vorm Offline gehen oder so, also wirklich nur kurz, so halbe Stunde, Stunde maximal. Auch nicht mit vielen Power-Ups dann. Und dann das alles zu einem Video immer zusammenschneiden und dann kommt so ein Video wie dieses Video und die ganzen letzten Videos in letzter Zeit, die sich ein bisschen gehäuft haben teilweise, kommt dann quasi einmal pro Woche oder pro Monat, je nachdem wie oft es dann halt passiert. Das könnte ich mir dann schon vorstellen. Aber wie gesagt, ich denke halt nach dem FEC, vor allem jetzt direkt nach dem Transfer, wird halt schon extrem viel los sein. Und ja, muss man mal gucken. Also kann auch sein, dass es erst beim nächsten FEC wieder mal so eine richtige Giant Hunt gibt. Also dass jetzt mal 7 Monate Pause ist. Aber mal gucken. Vielleicht auch nicht so lange. Vielleicht lohnt es sich auch gar nicht mehr. Vielleicht werden Herneswaffen innerhalb der nächsten 6, 7, 8 Monate so günstig, dass es sich sowieso nicht mehr wirklich lohnt. Kann ich mir jetzt ehrlich gesagt momentan nicht vorstellen, weil sie momentan immer noch schweineteuer sind. Gut, kommt auf die Waffe an tatsächlich. Manche Waffen sind günstig, extrem günstig. Und manche Waffen sind extrem teuer. Aber egal. Danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich würde mich wie immer selber ein Like, Kommentar, noch ein Abo von euch freuen. Schaut auf jeden Fall auch auf Twitch vorbei. Tägliche Livestreams. Link in der Videobeschreibung. Bis dahin, macht's kurz rein und ciao, ciao.